Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Der erste Kaiser. Ich bin euer Dominus und wir führen unser Tutorium für dieses Spiel nun weiter fort. Im letzten Teil unseres Tutoriums für Der erste Kaiser haben wir hier unsere Stadt Hao weiter ausgebaut. Wir haben hier das Wohngebiet der Arbeiter und haben unsere Wohngebäude nun weiterentwickelt bis zum verzierten Wohnhaus. Das ist allerdings nicht das letzte oder die letzte Ausbaustufe, denn ihr seht, wir brauchen zur Weiterentwicklung der Wohngebäude Zugang zum buddhistischen oder taoistischen Schrein. Ja, und ihr seht hier bei Religion, dass wir nur den Ahnenschrein freigeschaltet haben. Wir können unsere Wohngebäude nicht weiterentwickeln. Es gibt noch eine finale Ausbaustufe, nämlich das luxuriöse Wohnhaus, welches halt den Zugang zu einem dieser Schreine benötigt. Und was es auch noch benötigt, ist Tee als Ware. Wir sehen nämlich hier bei unserem Marktplatz, dass noch ein Feld frei ist für einen Laden. Das wäre dann der Teehändler. Wie gesagt, bei diesem Tutorium können wir leider die Wohngebäude nicht maximal ausbauen. Aber bei den Kampagnen werden wir da mehr als genug Möglichkeiten haben. Ja, ihr seht, die großen Farmen hier sind für die Nahrungsmittelproduktion. Wir haben hier die Kohlfarm und hier haben wir die Weizenfarm. Ja, und das ist hier die Hanffarm. Ja, und als dritte Nahrungsmittelart produzieren wir hier im Jagdzelt Wild. Und wir haben schon unsere ersten Produktionen, nämlich hier Keramik mit der Tongrube und Holz. Wir haben auch schon hier unser Verwaltungszentrum gebaut. Das brauchen wir, um Steuer einzutreiben. Hier haben wir das Steuerbüro. Und das Steuerbüro braucht Holz, um überhaupt zu funktionieren. Somit können wir etwas Geld generieren, aber es gibt ja zwei Möglichkeiten, unsere Stadt zu finanzieren, nämlich auch noch mit dem Handel. Wir gehen nochmal hier kurz auf Regierung. So, und dann können wir hier oben den vollständigen Bericht anklicken und dann sehen wir, dass wir nur mit Steuern unsere Stadt nicht finanzieren können. Unsere Bilanz ist regelmäßig im Minus, das heißt, wir müssen jetzt mit dem Handel beginnen. Ja, Handel brauchen wir nicht nur, um unsere Stadt entsprechend zu finanzieren, sondern wir brauchen auch den Handel, um fehlende Rohstoffe oder Güter einzukaufen. Wenn wir handeln wollen, müssen wir natürlich erstmal gucken, mit wem wir handeln können. Wir gehen auf die Kaiserreich-Karte. Ja, und unsere Stadt heißt Hao und hier sehen wir so ein Zeichen. Das sind Münzen, das zeigt an, wie wohlhabend diese Stadt ist. Also je mehr sich hier Münzen in die Höhe türmen, desto wohlhabender ist sie. Wir haben noch kein Militär, deswegen gibt es auch kein Zeichen hier noch, wie stark die Stadt entsprechend befestigt oder militärisch aufgerüstet ist. So, wir haben jetzt hier unsere Städte im Kaiserreich. Die können wir anklicken. So, und dann sehen wir eigentlich noch gar nichts. Also, wir haben überhaupt keine Beziehung zu diesen Städten. Und wir können jetzt auch nicht sagen, ob sie freundlich oder feindlich gesinnt sind. Wir sehen hier den Befehlsbutton. Das können wir ja an Befehlen erteilen, wenn es um fremde Städte geht. Wir können von dieser Stadt Waren oder Geld verlangen. Wir können eine Forderung erfüllen, die diese Stadt an uns gestellt hat. Wir können diese Stadt ein Geschenk machen und wir können diese Stadt erobern. Klar. Wir können einen Spion aussenden. Das ist neu beim ersten Kaiser, dass man tatsächlich einen Spion hinschickt, der entweder, wenn wir das hier auf oder anklicken, Informationen sammelt oder diese Stadt sabotiert. Das brauchen wir allerdings erst später, wenn wir mehr über die Stadt erfahren wollen.
Und im Übrigen können auch andere Städte Spione zu unserer Stadt schicken und genau das Gleiche machen, nämlich entweder uns ausspionieren oder uns sabotieren, indem zum Beispiel Gewerbestätten zerstört werden. Wir gehen auf das Thema Spione aber nochmal im Gesonderten ein. So, wir können auch ein diplomatisches Ersuch schicken. Und das ist das, was wir machen müssen. Wir klicken das an. Wir können nämlich entweder einen Handel mit der Stadt beginnen oder eine Allianz, so dass wir uns gegenseitig auch verteidigen können. Gut, wir berechnen mal die Mission ab, weil wir noch die anderen Bereiche durchgehen wollen, die Spionkarte konsultieren. Also wenn wir einen Spion geschickt haben und erfolgreich die fremde Stadt ausspioniert hat, indem er Informationen sammelt, haben wir hier eine Karte und können uns die Stadt auf einer Karte anschauen. Ja, und wir können auch, wenn wir eine Allianz mit einer Stadt haben, diese natürlich brechen. Ihr seht aber auch, dass die überhaupt nicht aktiv sind, weil wir nicht die Voraussetzungen dafür geschaffen haben. Also es gibt weder eine Forderung, die wir erfüllen müssen, noch haben wir einen Spion geschickt oder eine Allianz, die wir entsprechend brechen können. Wir möchten jetzt allerdings mal gucken, mit welchen Städten wir Handel treiben können. Ihr könnt die Stadt natürlich anklicken, wie zum Beispiel jetzt Louis. Und ihr könnt natürlich direkt ein Gesuch schicken, dass wir mit dieser Stadt Handel betreiben wollen. Es kann aber sein, dass diese Stadt überhaupt kein Interesse hat. Und um das Interesse zu wecken, sollte man immer vorher ein Geschenk schicken. Das Problem ist natürlich ein bisschen, wir wissen nicht, was in Louis produziert wird und was gebraucht wird. Von daher immer mal etwas nehmen, wovon wir viel haben, wie zum Beispiel jetzt hier Hanf. Und dann könnten wir ein mittleres Geschenk Hanf mal schicken. Ihr könnt auch ein großes Geschenk Hanf schicken, was natürlich eine größere Wirkung auf die Stadt hat. Natürlich, wie bei den anderen Spielen auch, höherwertige Waren und auch große Geschenke haben natürlich eine größere Wirkung auf unseren Nachbarn. Gut, wir machen mal ein großes Geschenk, 16 Ballen Hanf. Und wichtig ist, jedes Gesuch, was wir machen, also entweder ob wir ein Geschenk schicken oder ob wir ein diplomatisches Ersuch schicken, kostet uns Geld. Gut, das Geschenk ist jetzt gemacht. Heben wir mal den Pausenmodus auf. So, dann sehen wir hier nämlich den Gesandten, das sieht man noch ein bisschen, wie er aus dem Verwaltungszentrum heraus jetzt zu dieser Stadt geht. Ja, müssen wir erstmal warten und gucken, was jetzt mit dieser Stadt ist. Wir können aber nochmal überlegen, was wir produzieren wollen. Also wir gehen nochmal hier auf Gewerbe. Da haben wir ja hier entsprechend die Tongrube. Hier haben wir Rohmaterialien. Klicken wir hier drauf, können wir sehen, dass wir Holz produzieren können. Das sind die Werkstätten, das hatte ich im letzten Tutorium nicht erklärt. Klicken wir hier drauf, sehen wir die Werkstätten, die wir bauen können, Brennofen und Lackwarenbetrieb. Und das sind die Kunsthandwerker. Klicken wir hier drauf, können wir sehen, wir können Seide herstellen und geschnitzte Jade. Ja, Lackwaren zum Beispiel ist interessant, Seide ist auch interessant, eigentlich ist alles interessant. Wie gesagt, Jade, Schnitzerei lohnt sich nur, wenn wir auch Jade importieren können. Wie gesagt, Jade oder Rohjade können wir nur importieren und nicht selber produzieren. So, unser Gesandte ist angekommen in Louis und man dankt. Ehrenwertes Oberhaupt Dominus, ich, Mo Yozi von Louis, habe Ihr Geschenk Hanfballen empfangen. Wir brauchen dieses hier in Louis nicht wirklich, aber wir wissen Ihre gute Tat zu schätzen. Okay, dann wissen wir schon mal, dass diese Stadt nicht mit Hanf handeln wird, beziehungsweise nicht kaufen wird. Und wir haben ein neues Jahr und wir feiern dieses natürlich und klicken das hier an. Auch das kostet uns natürlich Geld und auch Nahrungsmittel. Wir gehen wieder auf die Kaiserreichskarte und jetzt sehen wir, dass Louis hier jetzt auch das Symbol hat, nämlich hier die
Münzen. Und jetzt hier sehen wir die Schilder. Ne? Die sind also auch schon militärisch schon ein bisschen weiter als wir. Und dann können wir nämlich sehen, ja, mit was gehandelt wird. Sie brauchen Salz, Reis und Holz, ja, und produzieren Seide, Sojaquark, Lackwaren und Waffen. Und sie haben hier entsprechend den Status zu uns, nämlich gleichgültig. Nicht schlecht und aber auch nicht gut. Klicken wir mal hier drauf, kann man noch mal sehen. Ja, dieser Rivale hegt ihnen gegenüber recht lauwarme Gefühle. Sie können Dinge von ihm verlangen und auch ihr Militär stärker ist als seins, wird er sich fügen. In der Geschichte dieser Stadt finden Sie weitere Informationen. Dafür müssten wir hier das anklicken. Ja, und dann können wir sehen, ja, was wir mit dieser Stadt schon interagiert haben. Und das war jetzt diese Nachricht, dass sie Hand eigentlich nicht brauchen. Gut, ja, Louis ist jetzt nicht so interessant. Holz würde ich jetzt nicht unbedingt verkaufen wollen, aber sie haben Waffen, das finde ich ganz interessant. Gehen wir mal hier oben nach Lindsay und schicken denen auch noch mal ein Geschenk. Das ist leider, ja, so in diesem Spiel gemacht, dass wir halt immer dort was hinschicken müssen, um überhaupt jetzt erstmal ja in Kontakt zu treten. Keramik. Ja, komm, mittleres Geschenk Keramik jetzt nach Lindsay. Ich würde gerne irgendeinen Handelspartner haben, wo ich eine höherwertige Ware verkaufen kann. Denn das Holz brauche ich ja nun mal halt auch für unser Steuerbüro. Und wenn wir Lackwaren herstellen, müssen wir das entsprechend ja auch als Rohmaterial zur Verfügung stellen. Also Holz ist wirklich doof. Ich würde gerne Lackwaren eventuell verkaufen. Seide könnten wir ganz gut verkaufen. Und Keramik vor allem. Das können wir noch gut ausbauen. Ich bin auch der Meinung, dass wir noch einen Brennofen bauen können. Wir können nämlich so für ein Rohstoffbetrieb 2 weiterführende Gewerbestätten bauen. Ja, hier passt der hin. Sehr gut. Ja, und ich würde tatsächlich auch noch mehr Holz produzieren wollen. Dafür würde ich aber hier nochmal eine Brücke bauen. Die finden wir bei Regierung. Hier. Und dann können die nämlich auch hier auf diese Halbinsel. Dann bauen wir noch eine Holzsammelstelle. Versuche ich gerade mal zu gucken, wie wir die am besten bauen. So, Lindsay dankt für das Geschenk. Auch Keramik braucht diese Stadt nicht. Wie schade. Ja, und wir schauen trotzdem mal, mit was wir handeln könnten. So, Lindsay braucht Reis, Lackwaren, Holz, geschnitzte Jade und produziert Salz, Rohseide, Sojaquark und Stahl. Also wir könnten jetzt hier tatsächlich Lackwaren verkaufen. Das ist doch nett. Dann würde ich jetzt hier mal dieses Gesuch verschicken. Ja, und schaut mal auf die Stadtkasse. Wenn ich das mache, geht das Geld weg. Das waren jetzt 100 Yen gewesen. Und da sehen wir wieder unseren Gesandten, wie er in seiner Sänfte sich auf den Weg macht. Also wie gesagt, das kostet alles entsprechend Geld. Ja, und dann würde ich sagen, produzieren wir doch Lackwaren. Für Lackwaren brauchen wir nicht nur Holz, sondern auch Lack. Lack wird hier bei der Landwirtschaft über die Plantagen gewonnen. Da sehen wir das. Wir haben Lack, das wir produzieren können. Wir haben den Maulbeerbaum, den brauchen wir, um Rohseide zu produzieren. Und wir können auch Tee in unserer Stadt produzieren. Auch wieder alles an Rohstoffen, die das Spiel zu bieten hat. Also wir können hier tatsächlich alles machen, außer Bronze oder Eisen abbauen. Diese Rohstoffe haben wir nicht. Da müssen wir, wenn wir aufrüsten wollen, tatsächlich importieren. Gut, wir bauen hier
unsere Lackedelung, so heißt das. Auch ein Gebäude, was nur 2x2 ist, also wie die Hanfplantage. Aber auch 3x3, jeweils immer die Felder, die wir bauen können. 1, 2, 3. Ja, und wir können den Handel mit Lindsay eröffnen. Man ist also gewillt. Das ist ja schon mal schön. So, dann produzieren wir jetzt hier erstmal unseren Lack. Die Straße brauchen wir noch. Gut, wir bauen auch hier einen Bewässerungsgraben drumherum. So, und hier haben wir auch noch Wald. Dann würde ich das jetzt hier tatsächlich so bauen, dass wir den Weg hier so rumbauen. Das ist jetzt leider ein ziemlicher Umweg. Das habe ich nicht so richtig gut gebaut. So, dann gehen wir hier weiter. So. Okay, dann machen wir jetzt Folgendes. Hier kann eine Sperre hin. Denn ihr wisst ja, alle Gebäude der Landwirtschaft, mit Ausnahme des Fischerkais, brauchen nicht durch einen Inspektor gewartet werden. So, wir bauen jetzt hier nochmal eine Holzsammelstelle hin. So, und hier würde ich tatsächlich noch den Inspektorenturm bauen, wenn er ein gutes Feng Shui hat. Hat er nicht. Wo hätte er denn ein gutes Feng Shui? Überall nicht unbedingt, aber naja, ab und zu muss man das tatsächlich mal so machen. Dann kann die das jetzt hier kontrollieren. Dann können wir nämlich, ich würde jetzt hier in diesem Bereich, nämlich die Lackwarenwerkstatt hinbauen. Nee, das ist bei Werkstätten. Da, Lackwarenbetrieb. Dann würde ich jetzt 2 Stück bauen und würde jetzt hier entsprechend die Sperre setzen. So, die Lackernte erfolgt im Juli. Okay, das ist jetzt gerade vorbei. Das ist natürlich schade. Gut. Ja, wir brauchen auf jeden Fall jetzt ein Warenlager für die Lackwaren. So, hier werden wir... Ja, wo sind die Lackwaren? Da. Wir werden hier auch Seide annehmen. Und wir brauchen noch ein weiteres Lagerhaus. Ich möchte gerne das hier mal trennen. Hier wird jetzt Holz angenommen. Und hier wird das Holz jetzt geleert. Und hier wird jetzt die Keramik angenommen, aber vollständig. So, das habe ich auch total doof gebaut hier, stelle ich gerade fest. So. Bauen wir noch. Wir brauchen echt viel Holz, ne? Also bauen wir doch noch eine Holzsammelstelle hin. Wird das Holz jetzt gerade schon zu unserem Lackwarenhersteller gebracht? Aber wie gesagt, da fehlt noch Lack. So, und dann sehen wir jetzt eine Verbindungslinie zwischen Lindsay und unserer Stadt. Und das heißt, dass hier Handel durchgeführt wird. Und wenn wir eine orange gepunktete Linie haben, ist es eine Landroute, blau gepunktet dann eine Seeroute. Gut, wir könnten auch noch mal hier bei Yang ein Geschenk schicken. Jetzt machen wir mal Weizen. Ach, da haben wir gar nicht so viel. Nochmal Hanf. Wie gesagt, Hanf ist echt super.
Oh, jetzt haben wir aber auch keinen Hanf mehr in unserem Warenlager. Also mit Hanf kann man nicht nur unsere Bürger glücklich machen, auch unsere Helden. Da hatten wir uns im letzten Tutorium ja ausgiebig mit beschäftigt. Gehen wir nur auf Religion, haben wir hier die Ahnenverehrung. Klicken wir auf den vollständigen Bericht, sehen wir jetzt hier unsere Helden und die sind wütend. Das ist schlecht. Wir machen denen mal ein mittleres Geschenk Keramik. Da sind sie wenigstens vernachlässigt nur noch. Ja, weil die Helden der Ahnenverehrung sind die einzigen, die unterhalb ihrer Glücksstufe zufrieden fallen können. Und das sind auch die einzigen, die tatsächlich uns strafen können. Mit Dürre, Erdbeben oder anderen Naturkatastrophen. Ja, und die Frage ist so, ja, wie viel weiterführende Betriebe können wir für so eine Plantage hier ja, bauen? Es kommt natürlich immer auch an, wie fruchtbar das ist. Wir haben jetzt hier eine Fruchtbarkeit von 65. Das ist, glaube ich, überall so. Ne? Ja. Ich würde mal so sagen, 2 weiterführende Betriebe für eine Plantage. Ja, und dann würde ich, glaube ich, jetzt auch noch Seide produzieren wollen. Denn diese beiden Waren, Lackware und auch Seide, brauchen wir für unsere gehobenen Wohnungen. Und Yang bestätigt das Geschenk. So, und da wirklich sehr lustig. Welch ein glücklicher Tag, Dominus. Ich zu Yu von Jan danke Ihnen für Ihr amüsantes Geschenk. Hanf. Sie wissen selbstverständlich, dass wir dieses selber herstellen. Mein normalerweise sauertöpfischer Handelsminister hat darüber herzlich gelacht. Dafür gebührt Ihnen ein großes Dankeschön. Ja, sehr schön. Brauchten Sie also überhaupt nicht, aber egal. So, dann haben wir jetzt hier Nyang. Nyang braucht geschnittene Jade, Hirse, Lackwaren und Sojaquark, produziert Hanf, Fisch, Holz und Seide. Also auch hier könnten wir Lackwaren verkaufen, aber so viel Lackwaren können wir gar nicht produzieren. Nun ja, egal. Ja komm, machen wir noch hier Shao oder Dun. Ach, machen wir Dun. Die kriegen jetzt mal Kohl. Mittleres Geschenk. Kohl ist natürlich jetzt nicht ganz so toll. Bin mal gespannt, ob sie da mit uns überhaupt Handel treiben wollen. Aber erstmal mal gucken, was wir mit denen handeln können. Ja, also Keramik haben wir mehr als genug. Das ist gar nicht so schlecht. Da würde ich jetzt, glaube ich, nochmal hier dem Helden Huang Di Keramik geben, eine mittlere Opfergabe. Und dann sind die beide vernachlässigt. Nuwa ist unglücklich, das müssen wir auch noch mal ändern. Ja, also Hanf und Keramik ist gar nicht schlecht so als Opfergaben. Ja, und hier sehen wir noch mal, die Saison für Lack beginnt im Februar. Also Februar bis Juli. Und aus dem Saft der Bäume wird halt der Lack gewonnen. Gut. Ich wollte aber Seide produzieren. Wie gesagt, wir brauchen das nicht nur für unsere gehobenen Wohnungen, sondern es sind auch gute Exportprodukte. Und wir haben genug Arbeitslose. Wir gehen hier auf die Landwirtschaft. Bei Plantage haben wir den Maulbeerbaum. Und dann brauchen wir die Seidenraupenhütte. Jetzt gucke ich mal, wo wir das am besten hinsetzen. Ja, Dun dankt für das Geschenk. Auch das brauchten sie nicht wirklich. Und ein neues Jahr feiern wir. Ja, wo setzen wir jetzt die Seidenraupenhütte hin? Ich würde sagen hier. Ne? Da müssen wir mal aufpassen. Wir drehen das mal. So könnten wir es bauen. Ja. So, und hier brauchen wir natürlich dann auch unsere Maulbeerbäume. Ja, das ist gut.
Sehr gut, dann können wir hier auch noch den Bewässerungsgraben drumherum setzen. Gut, hier können wir den Wald wegnehmen. So, die nächste Saison bei Maulbeerbäumen beginnt im April. Gut, ja, das heißt nächsten Monat. Wir können aber auch schon mal hier die 2 Webereien bauen. Und dann haben wir hier so ein kleines Produktionsgebiet und hier können wir noch Farmen oder Plantagen bauen. Ja, und hier werden schon die Lackbäume entsprechend kultiviert. Das ist auch wieder sehr schön gemacht. Dann seht ihr hier, wie grün die allmählich werden. Ja, und dann können dann hier die Lackwaren hergestellt werden. So, wir gucken nochmal nach Dun. Ach, Dun ist auch eine Stadt, mit der wir gar nichts anfangen können. Die braucht Salz, Hirse und geschnitzte Jade. Wir könnten geschnitzte Jade ja zur Verfügung stellen, wenn wir Rohjade haben. Produziert Keramik, Reis, Ton und Stahl. Na, das ist leider etwas uninteressant. Schau. Vielleicht Hanf. Ja, und ihr müsst dann tatsächlich ein bisschen aufpassen, ne, dass wir nicht dann irgendwann keine Waren mehr haben, weil wir sie nur entweder für Opfergaben oder für unsere, ja, ähm, quasi Handelspartner ausgeben. So, auch bei den Maulbeerbäumen hat die Arbeit begonnen. Ihr braucht natürlich für die Rohmaterialien kein Lagerhaus einrichten, es sei denn, die Produktionsstätten liegen ganz woanders. Das wird nämlich automatisch zu den Gewerbestätten dann gebracht. Und hier die Plantagen haben ja auch eine entsprechende Lagerkapazität. So, und schau, Dank für das Geschenk. Braucht es auch nicht, aber man weiß es zu schätzen. So, Schau braucht Keramik, Stahl, Salz und Kohl. Endlich habe ich einen Partner gefunden, der Keramik kauft und produziert Fisch, Holz und Waffen. Man könnte jetzt natürlich denen nochmal ein Geschenk machen, aber man kann auch jetzt erstmal endlich den Handel mit der Stadt beginnen, beziehungsweise das Gesuch senden. Wieder ist unser Gesandter auf den Weg. So, wir haben auch jede Menge Holz. Wir könnten natürlich auch mit Lindsay jetzt hier Holz verkaufen. Louis braucht Holz. Ja, wir könnten tatsächlich auch hier nochmal gucken, ob sie mit uns Handel betreiben wollen. So, da macht sich auch der nächste Gesandte auf den Weg. So, Juli, ihr seht, der Lack wird produziert. So, da wird der erste Lack oder die Lacktiegel zum Lackwarenhändler gebracht, bis nicht Händler, sondern Hersteller. Und der Handel mit Chao kann geöffnet werden. Ah, das ist super. Und auch der Handel mit Louis. Gut, jetzt können wir tatsächlich endlich mal loslegen. Ja, sehr schön animiert. Jetzt können hier unsere Lackwaren endlich hergestellt werden. Ja, und auch die erste Rohseide wird zu unseren Webereien gebracht. Wir produzieren jetzt endlich hier unsere gewinnbringenden Exportprodukte. Ja, nochmal ein Blick auf die Kaiserreichskarte und wir sehen, es sind alles Landrouten, die wir hier entsprechend jetzt haben. Ja, hier würde ich unser Handelszentrum aufbauen. Hier hätten wir die Möglichkeit, noch ein Handelskai zu bauen. Leider ist der Weg sehr weit, den unsere Beschicker der Handelsrouten hier gehen müssen. Die müssen alle nämlich hier diesen Umweg gehen. Hier ist zwar noch ein Aufgang, aber ich glaube,
das macht die Sache nicht besser. Also, von hier führen wir mal den Weg zu hier oder hier. Wir können auch hier hoch, ne? Ja, dann bauen wir das doch so. Hier. Gut, dann passen nämlich hier die Handelsposten hin. Die finden wir natürlich bei Handel. Und da sehen wir nämlich auch jetzt den Handelskai von Louis. Und den setze ich jetzt mal hinten. Ihr seht, das ist echt ein großes Ding, ne? Okay, bauen wir mal hier hin. Dann nehmen wir den Wald mal hier weg. So. Und führen den Weg so. Bauen hier natürlich einen Inspektorenturm auf. So, und dann haben wir natürlich auch noch den Handelsposten von Lindsay und von Schau. Und das können wir doch jetzt hier sehr gut hier hinsetzen, oder? Hier ist aber doch, hier geht es. Ach komm, dann bauen wir jetzt die hier auf. Auch wenn das Feng Shui jetzt hier nicht so gut ist, aber hier ist es bestens. Sperre hier aufbauen. So, und jetzt können wir das einstellen. Und zwar, rechte Maustaste, können wir jetzt hier einstellen, was wir verkaufen wollen und was wir einkaufen wollen. Und der Handel hat bei der Erste Kaiser eine wesentlich größere Bedeutung bekommen als bei den Vorgängerspielen. Wir können nämlich die Preise selber einstellen. Die sind nicht mehr festgelegt. Wenn wir jetzt zum Beispiel Lackwaren verkaufen wollen, können wir bei unserem oder bei der Handelsstation Lindsay den Preis hier eingeben. So oder so. Allerdings natürlich nicht bis ins Endliche, nämlich maximal, wie es im Kaiserreich entsprechend vorgegeben ist. Also es gibt eine Vorgabe im Kaiserreich, wie teuer gewisse Produkte maximal sein können. Bei Lackwaren ist es jetzt 420 Yen. Ich kann aber auch das niedriger machen. Ich kann das individuell einstellen. Was interessant ist, wenn ich zum Beispiel auch Lackwaren bei jemand anders verkaufen kann. Wo kann ich das mal zeigen? Hier zum Beispiel. Nochmal bei Lindsay. Wir können hier auch Holz verkaufen. Hier natürlich eingeben, wie viel. Ich mache das immer auf 6. Es ist so, dass die Handelsrouten maximal 8 Einheiten aufnehmen können und die Seerouten können maximal 12 Einheiten aufnehmen. Ich stelle das aber immer hier auf 6 Einheiten. So. Und dann kann ich jetzt hier eingeben, 45 Yen soll Lindsay bezahlen. Interessanterweise könnte ich jetzt hier bei Louis das einstellen und könnte jetzt hier den Preis verändern. Ich könnte hier das Maximum verlangen, nämlich 90. Das heißt, ich kann gleiche Exportprodukte bei den verschiedenen Händlern unterschiedlich bepreisen. Das gab es jetzt so noch nie und ist komplett neu. Ich kann das aber auch über den Handel, und zwar hier über den vollständigen Bericht, das für alle Produkte einmal angeben. Also, dass jeder Handelspartner den gleichen Preis zahlt. Gucken wir jetzt mal bei Holz. Da müssen wir hier ein bisschen runtergehen. Da sehen wir das. So, und wir sehen, da ich das jetzt separat eingestellt habe, der niedrigste Preis war oder ist 45, der höchste Preis, den ich eingegeben habe, ist 90 und der Durchschnittspreis wäre 60. Ich könnte also jetzt auch für alle 60 eingeben. Ich könnte aber auch hier entsprechend das für alle gleich einstellen. Das mache ich dann jetzt hier. Und jetzt ist alles entsprechend auf 90, auf das Maximum. Ja? So, das ist das Maximum, was ich zahlen kann. Es geht nicht höher, aber wir werden das jetzt mal ein bisschen reduzieren. Wir gehen mal auf 80. Und was auch neu ist,
ist tatsächlich, dass wir Ware importieren können und gleichzeitig bei anderen Handelspartnern exportieren können. Das ist sehr interessant. Können wir jetzt hier noch nicht, das sehen wir nämlich hier. Ne? Also wenn ich jetzt noch Lackwaren irgendwo importieren könnte, könnte ich sie einkaufen und könnte sie gleichzeitig bei einem anderen Handelspartner verkaufen. Also ihr seht, das ist schon ziemlich umfangreicher geworden. Importkosten können wir übrigens natürlich nicht ändern. Ganz wichtig ist auch, wenn wir hier einen Preis anpassen und der färbt sich rot, ist der Preis zu hoch und unser Handelspartner ist sehr verärgert darüber und könnte gegebenenfalls den Handel dann aussetzen. Oder er könnte seine Importkosten höher schrauben. Also darauf achten, dass der Preis nicht sich rot färbt. Gut, wir bleiben jetzt bei dem Export von Holz mal bei 80 Yen und bei den Lackwaren gehen wir auf 400. Das stellen wir dann hier ein für alle. Ja, so. Gut, dann haben wir das jetzt hier eingestellt und jetzt können wir hier natürlich auch die Lackwaren jetzt verkaufen und da sehen wir das jetzt auf 400 und auf 80 und das wäre dann jetzt bei allen entsprechend gleich. Gut, wir produzieren unsere Exportwaren. Ich habe aber immer noch keinen, der mein Geschirr kauft und meine Seide. Aber wir haben die ersten Lackwaren jetzt tatsächlich hier im Warenlager und kann verkauft werden. Und wir können Holz verkaufen. Doch, klar, wir haben Schau, wo wir Keramik verkaufen können. Sehr gut. Da auch bitte 6 Einheiten. So, und dann gucken wir mal, was können wir hier maximal. Da seht ihr es jetzt. Ja, also das kann ich nicht verlangen. Also kann ich schon, aber dann ärgere ich meinen Handelspartner. Die Ware darf nicht mehr als 80. Ich würde jetzt 80 mal einstellen. Sehr gut, dann können wir das jetzt hier auch entsprechend verkaufen. Stimmt, Keramik kann ich jetzt endlich verkaufen. Ja, und die erste Ware ist hier bei den Handelspartnern. Super, wir können natürlich jetzt auch, zum Beispiel hier, die sind ja alle gleichgültig. Ne? Und hier zum Beispiel Schau braucht ja Keramik, den können wir nochmal ein Geschenk Keramik machen. Ein kleines Geschenk, aber das brauchen sie ja und das verbessert natürlich unser Ansehen. Und wir haben genug Keramik. Apropos, wir müssen mal wieder hier rein. Die sind alle unglücklich. Oh, das ist echt anstrengend mit denen. Hanf, so, vernachlässigt. So, wie viel haben wir denn jetzt hier bei der Lackplantage noch? Eine Ladung ist noch da drinnen und der Rest ist hier. Also ich denke mir mal so 2 Gewerbestätten. Das reicht für eine Plantage. Das gleiche gilt natürlich hier bei der Seidenraubmöbel. Da ist jetzt überhaupt keine Rohmaterialien mehr eingelagert. Die sind jetzt alle hier. Gut, jetzt können wir endlich anfangen, hier Handel zu betreiben. Sehr schön mit Lackwaren und auch mit Keramik. Also ich würde eventuell noch später... Oh, Schau ist dankbar für die Keramik. Also hier sehen wir es. Die Keramikkisten, die dringend benötigt werden. Okay, das ist natürlich super. So, frohes neues Jahr. Ja, und dann kommen wir zu einem neuen Thema, nämlich den Bau von Monumenten. Jetzt verdienen wir ja endlich ein bisschen Geld. Die Monumente finden wir hier und dann haben wir jetzt hier den großen Tempel, den wir errichten können. So, das ist der große Tempel. Die Frage ist, wo bauen wir ihn hin? Ich würde ihn, glaube ich, genau gegenüber von unserem
Handelszentrum setzen. Dafür würde ich aber nochmal hier einen großen Weg bauen wollen. So, und wir platzieren den großen Tempel hier hin. So. Und dann haben wir jetzt nur entsprechend das Baufeld festgelegt. Das hier sind immer die Zeichen, dass hier die Belieferung unseres Monuments oder der Baustelle erfolgt. So, wir brauchen aktuell 5 Stapel Holz und wir brauchen 20 Zimmerleute. Gut, da kommt auch schon das Holz. Deswegen ist es ganz gut, dass wir jetzt relativ viel Holz produzieren. Und wir brauchen natürlich jetzt die Gilde. Die finden wir hier und wir haben die Zimmermannsgilde und die Keramikgilde. Wir bauen jetzt hier die Zimmermannsgilde auf. Wird auch dann von dem Inspektor hier kontrolliert. Und da sehen wir jetzt das Holz, was jetzt hier ringsherum schon hingestellt wurde. Und dann sehen wir jetzt den Zimmermann, wie der jetzt hier ja sozusagen eine Verschalung baut. Das wird das Fundament unseres großen Tempels. Ich würde jetzt Holz hier erstmal gar nicht mehr verkaufen wollen. Hier auch nicht. Weil das brauchen wir jetzt tatsächlich hier für unser Monument. So, unser Zimmermann hat jetzt gleich hier die Verschalung fertiggestellt. Oh nein, Lindsay wird feindselig. Warum das denn? Das ist ja hier unser Handelspartner. Wir können denen nochmal ein Geschenk geben. Mal ein großes Geschenk. Mal gucken, ob das was hilft. Weil feindselig heißt immer, dass sie uns angreifen werden. Ja, wir haben jetzt hier unsere Verschalung fertig. Was brauchen wir jetzt? Jetzt brauchen wir Erde. 36 Ladungen. Erde kriegen wir natürlich über das Arbeitslager. Das kennt man ja wahrscheinlich noch aus den anderen Spielen. Die haben alle hier ein schlechtes Feng Shui, ist aber erstmal egal, weil das ist tatsächlich nur temporär. Ihr seht, wie groß dieses Arbeitslager ist. Ja, und der Handel mit Lindsay wird ausgesetzt. Das ist natürlich schade. Dann brauchen wir die Lackwaren auch nicht mehr zu verkaufen. Es kann natürlich auch mit dem hohen Preis zusammenhängen. Das habe ich noch nicht ganz rausgekriegt. Ja, ihr seht auf jeden Fall jetzt hier, wie die Arbeiter die Erde hier reinfüllen. Wie gesagt, das wird ja unser Fundament werden. Ja, und Lindsay dankt für das Geld. Okay. Ich hoffe, er ist jetzt nicht mehr feindselig. Wir schauen mal. Unzufrieden. Naja gut, das ist auf jeden Fall besser als feindselig. Auf jeden Fall haben wir nicht mehr die Gefahr, dass er uns angreift. Naja, aber Handel will er nicht mit uns betreiben weiterhin. Wir können bei der Stadt Wu mal schauen, ob wir mit denen was entsprechend handeln können. Wir schicken wieder Keramik, ein mittleres Geschenk Keramik. Ja, und hier muss weiter Erde zu unserem Monument gebracht werden. Brauchen wir denn noch 17 Ladungen. Okay. Ja, es wäre noch ganz schön, wenn wir Seide verkaufen könnten und wieder Lackwaren. Wie gesagt, Lindsay möchte ja nicht mit uns hier Handel betreiben, aber ich sehe auch, dass der Preis für Holz zu hoch ist. Das kann natürlich der Grund sein, weswegen man mit uns keinen Handel mehr treiben wollte. Okay, und hier
Da ist es in Ordnung. Ah, das ist interessant. Das wusste ich nicht, dass die verschiedenen Handelspartner unterschiedlich auf die Preise reagieren. Wieder was gelernt. Vielleicht sollten wir Lindsay noch mal ein Geschenk machen. Sie braucht ja Lackwaren. Aber ich habe leider keine Lackwaren im Moment da. Nee. Reis, Holz. Aber Holz brauche ich jetzt selber. Für mein Monument. Nee, da habe ich jetzt im Moment nichts. Mal gucken. Vielleicht haben wir ja gleich ein bisschen mehr Lackwaren und können wir wenigstens ein kleines Geschenk schon mal schicken. Und wir gucken noch mal nach unseren Helden, die unglücklich sind. Na komm, dann Hanf. Ja, Hanf ist immer gut. Aber ein mittleres Geschenk. Oh, Hanf hat nichts gebracht. Okay. Man ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen verwöhnt. Ja gut, man hätte auch Keramik nehmen können. Ne? So, mittlerweile brauchen wir nur noch 3 Ladungen Erde. Ist das hier entsprechend gefüllt und Wu dankt für das Geschenk, was es nicht wirklich braucht. Aber das ist uns erstmal egal. So, die 3 Ladungen Erde ist jetzt hier verteilt worden. Was passiert jetzt? Aha. Jetzt wird die Erde verdichtet. Ja, auch sehr schön animiert. Ach, das gefällt mir wirklich gut. Wir schauen mal nach Wu. So, Wu braucht Seide. Ah, gut. Und Weizen und Waffen und produziert Reis, Fisch, Salz und Stahl. Oh, das ist sehr gut. Salz können wir einkaufen für die Verbesserung der Nahrungsqualität und Stahl brauchen wir ja für unsere Waffen, wenn wir nachher aufrüsten wollen. Dann fragen wir doch mal, ob sie mit uns handeln wollen. So, und vielleicht haben wir jetzt auch für Lindsay noch ein paar Lackwaren. Nee, immer noch nicht. Gut. Ja, unsere Mühle ist gut gefüllt. Da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Ja, und Keramik haben wir auch mehr als genug. Hanf auch. So, die restlichen Bereiche werden hier von unserem Fundament des Monuments verdichtet. Was kommt jetzt? 5 Stapel Holz brauchen wir wieder. Und ein neues Jahr. Okay, wir feiern dieses. Wir sind im Jahr des Widders mit dem Element Metall. Ich glaube, da kommt noch eine zweite Etage drauf. Jawohl. Nochmal eine Verschalung für die zweite Ebene. Okay. Ja, und ihr seht hier bei unseren Lackwarenhersteller türmt sich der Lack. Oh, der Handel mit Wu kann eröffnet werden. Das ist super. Ich habe ja gesagt, dass so eine Plantage 2 weiterführende Betriebe mit Rohstoffen versorgen kann. Das stimmt auch, wenn das der einzige Rohstoff ist, wie zum Beispiel jetzt hier bei den Webereien. Aber hier bei den Lackwarenherstellern haben wir ja 2 Rohstoffe, Holz und Lack. Und da kann man, glaube ich, dann tatsächlich 4 Gewerbestätten mit Rohstoffen versorgen. Bauen wir noch eine? Ja, ich denke, eine könnten wir noch bauen. Ne? Wie sieht's aus? Ja, das können wir machen. Dann bauen wir die doch hier hin. Und dann können wir das hier so verbinden. Und die Sperre würde ich dann hier hinsetzen. Gut. Wir können den Handel mit Wu beginnen. Dann setzen wir das doch hier hin.
Und dann verkaufen wir jetzt Seide. So, und das Maximum wäre 450. Wir gehen aber mal ein bisschen runter. Wir machen mal, ja, 380. Gut. Ja, und dann können wir jetzt Seide verkaufen. Das ist super. Und wir können Salz nachher einkaufen und auch Stahl. Wir könnten natürlich auch schon anfangen, etwas, ja, Waffen zu produzieren für später. Aber warten wir jetzt erstmal. Wir verkaufen jetzt erstmal ein bisschen Seide und schenken jetzt Lindsay nochmal Lackwaren. Und zwar ein kleines Geschenk. Ja, und wenn wir unser Monument fertig gebaut haben, dann werden wir mit dem Militär uns beschäftigen. Im Moment haben wir ja keine Kriegsgefahr. Ja, und es wird wieder Erde hier aufgeschüttet. Wir brauchen 33 Ladungen. So, und Lindsay dankt für die Lackwaren, die sie dringend benötigen. So, und wie sieht's aus mit Lindsay? Immer noch unzufrieden. Okay. Und dann lassen wir das jetzt mal so. Natürlich schade, dass sie mit uns hier keinen Handel betreiben. Man könnte natürlich auch noch mal Holz schenken, aber wieder das Holz brauchen wir für unser Monument. Und wir verkaufen ja jetzt hier entsprechend Keramik und auch Seide. Und wir können auch noch mal gucken, Dun hatten wir, das war uninteressant gewesen, außer Stahl. Und wir haben aber noch Lu. Da können wir doch noch mal Keramik schenken. Und mal gucken, was da entsprechend, ja, für Möglichkeiten besteht mit dem Handel. So, wir gucken noch mal kurz hier beim Handel. Keramik, was können wir denn hier maximal? Ah ja, 150 und wir verkaufen das jetzt für 80. Ja. Könnte man eigentlich ein bisschen erhöhen, oder? Aber wir haben ja gesehen, wenn wir das erhöhen, wird der Preis rot. Ne? Genau, da wird er rot. Okay, wir lassen es bei 80. Stimmt, ich erinnere mich. So, die Seide ist gekauft worden. Sehr gut. So, Stadtkasse füllt sich. So, Lu dankt auch für das Geschenk, was es nicht braucht. Okay. Also Keramik brauchen wir da schon mal nicht zu verkaufen. Aber Seide könnten wir dort verkaufen. Sie würden auch Stahl, Weizen und Sojaquark kaufen. Produziert Reis, Fisch und Holz. Naja, nee, das lassen wir einfach mal alles. Wir hätten jetzt noch Feng, aber ich glaube, wir lassen das jetzt mal so. Ich würde gerne mit Lindsay wieder Handel betreiben. Wir geben denen nochmal ein Geldgeschenk. So, wir sollten auch mal wieder nach unseren Ahnen gucken, die jetzt wütend sind. Okay, komm, das wollen wir nicht. Keramik, mittleres Geschenk, Keramik. Da sind sie vernachlässigt. Okay. So, Lindsay dankt nochmal für das Geld. So, wie sieht es denn jetzt aus bei dir? Immer noch unzufrieden. Ja, und auch das zweite Podest wird jetzt hier verdichtet. So, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Jetzt wird wahrscheinlich die Verschalung abgenommen hier, oder? Mhm. Ah, okay. Und da sind dann die Aufgänge zu unserem Tempel.
Wu ist feindselig. Warum das denn? Äh, okay. Mal Geld schenken. Warum sind die denn auf einmal alle feindselig? Ja, mit dem Preis passt aber alles. Naja gut, vielleicht ist das ja von den Einstellungen so, dass unsere Handelspartner da ja relativ schnell empfindlich sind, aus irgendwelchen Gründen. So, Hanf haben wir auch wieder mehr als genug. Nuva, du kriegst jetzt ein großes Geschenk Hanf. Okay. So, Wu dankt für das Geld. Ein neues Jahr und wieder ein Fest. Ach, Wu ist immer noch feindselig. Oh Mann, ey. Das ist echt nervig. So, dafür ist jetzt hier ja, das Fundament unseres Monuments fertig. Wir brauchen jetzt 4 Stapel Holz. Das wird da gerade schon geliefert und ich versuche es ja immer noch hier mit Lindsay. Wu ist feindselig, die brauchen auch Weizen. Ne? Den könnten wir natürlich auch Weizen noch zur Verfügung stellen. Und Waffen. Okay, Lindsay kriegt jetzt nochmal ein Geschenk. Lackwaren. Jetzt können wir ein mittleres Geschenk mal schicken. Vielleicht hat das ja mal Auswirkungen. Ja, da ist doch schon einiges passiert bei unserem großen Tempel. Weitere 4 Stapel Holz werden benötigt. Ja, ich würde jetzt doch allmählich anfangen, Waffen schon mal zu produzieren. Wir können ja bei Wu den Stahl einkaufen. Können wir noch irgendwo Stahl einkaufen? Nein, können wir nicht. Waffen können wir einkaufen. Lindsay dankt für die Lackware. Mal gucken, ob sich jetzt mal endlich was getan hat. Hier könnten wir auch Stahl einkaufen. Wir kaufen jetzt bei Wu, mal gucken, wie lange das noch geht, den Stahl ein. Und bauen jetzt die Waffenschmiede. Die Waffenschmiede finden wir natürlich beim Militär. Da ist sie. Und die bauen wir direkt hier hin. Hat auch ein gutes Feng Shui. Sperre noch versetzen. Oh, da ist der Stahl schon eingekauft worden. Super. Hier das Warenlager, wo wir das Holz einlagern, kann jetzt auch Waffen anlegen. Gut, dann produzieren wir wenigstens schon mal Waffen. So, hat jetzt das Geschenk was gebracht? Ja, Lindsay ist jetzt gleichgültig und wir versuchen jetzt nochmal Handel mit dieser Stadt zu betreiben. Ja, wir müssen denen, glaube ich, schon ein großes Geschenk machen. Sonst wird das nichts. Hier mit der Verbesserung unseres Ansehens. Oh, ja. So allmählich erkennt man die Form. Und wir brauchen wieder Holz. Ja, schade, das Handelsabkommen ist wieder abgewiesen worden. Okay, auf jeden Fall sind sie jetzt gleichgültig. Ja, das ist natürlich doof. Aber mit den anderen können wir auch nichts großartig anfangen. Nee. Ja, hier könnten wir noch die Seide verkaufen, wenn Wu nicht mehr kaufen möchte. Ach so, wir haben ja noch Yang oder Yang, die ja auch Lackwaren brauchen. Ja, warum machen wir das nicht hier mit dieser Stadt? Dann würde ich nämlich Folgendes machen. Dann würde ich das Holz jetzt mal holen und dann wird das nämlich hier aus dem Handelsposten rausgeholt.
Hm. Jetzt wird der Handel mit Wu ausgesetzt. Na, das war ja vorherzusehen. Mann, 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 Mann. Aber wir haben ja noch ja, Lu, die die Seide kaufen würde, ne? Ja, warten wir jetzt erstmal. So, und die Lackwaren, die holen wir auch, damit wir das hier leeren können, ne? Ja. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Oh, wir brauchen weiterhin Holz. Okay. So, hier sind die Waren alle raus. Dann können wir das hier nämlich abreißen. So, und das Holz müssen wir natürlich jetzt wieder so einstellen, dass es zu unserem Monument gebracht wird. Und auch die Lackwaren bitte so einstellen, dass sie nur angenommen werden. Oh, schade. Auch da ist das Handelsabkommen abgewiesen worden. Oh, Mann. Eine anstrengende Geschichte hier. Ja, dann versuchen wir nochmal hier unser Glück bei Luo. Auf jeden Fall ist Wu jetzt gleichgültig. Ach, das ist ja interessant. Die sind alle gleichgültig, wollen aber nicht mehr mit uns entsprechend Handel betreiben. Mhm. Ja, ich denke mir mal, bald ist unser großer Tempel fertig. Was brauchen wir denn jetzt? Ah, jetzt brauchen wir Tonplatten und einen Keramiker. Gut, dann bauen wir jetzt die Keramikgilde. Ja, das ist auch egal, die reißen die sowieso später wieder ab. Und die brauchen jetzt Ton. Ja, Ton produzieren wir ja. Ach, und da ist das Handelsabkommen auch abgewiesen worden. Na gut. Ja, Ton produzieren wir ja. Das muss aber in einem Warenlager entsprechend ja, zur Verfügung stehen. Deswegen müssen wir in einem Warenlager Ton jetzt annehmen. Ich hoffe, dass wir Ton irgendwo haben. Ah ja, da wird schon Ton zum Lagerhaus gebracht. Das ist gut. Ich versuche weiterhin mein Glück, und zwar hier Lindsay, die ja unsere Lackwaren kaufen möchte. Wenn sie mit uns Handel betreibt, kriegt jetzt nochmal ein Geschenk Lackwaren. Ja, und ich glaube, wenn wir jetzt hier nur noch Ton brauchen, könnten wir Holz doch schon jetzt wieder verkaufen, oder? Hier bei Louis können wir das Holz doch verkaufen. Dann machen wir aber auch 6 Einheiten, das müsste reichen. So, und wieder mal ein Geschenk für unsere Helden. So, da sehe ich schon den Ochsenkarren mit Ton. Und da kommt auch schon der Fachmann, der Keramiker, der jetzt das Dach entsprechend eindeckt. Lindsay ist dankbar für die Lackwaren und ein neues Jahr, welches wir feiern. Und wir sind im Jahr des Hahn, also unser Tierkreiszeichen. Und wir können unseren Bonus empfangen. Wir können ein besonderes Geschenk bekommen oder verringerte Baukosten, einen besseren Produktionsertrag oder einen Verteidigungsbonus. Machen wir einen besseren Produktionsertrag. Salzminen und Feldfrüchte, besonders Hirse, fallen im Jahr ihres Tierkreises reichlich aus. Na ja, wunderbar. Wir haben weder Salz noch Hirse. Das war wohl nichts. Ich hoffe, dass auch noch andere Feldfrüchte hier besser jetzt wachsen. Oh, wie schön. Da ist ja schon ein Teil des
Dach ist gedeckt mit Ziegeln und dann kommt auch schon die nächste Ladung Ton. Ah, das läuft doch ziemlich gut. Lindsay ist jetzt respektvoll. Oh, das ist doch schön, oder? Dann würde ich jetzt noch mal versuchen, mit denen einen Handel einzugehen. So, hier wird weiter die Dächer eingedeckt. Ja, und der Handel mit Lindsay kann wieder eröffnet werden. Super, dass ich diesen Handelsposten abgerissen habe. Nun ja, dann verkaufen wir jetzt endlich wieder unsere Lackwaren. Und wir könnten auch Holz verkaufen, aber das lassen wir. Aber wir können Stahl einkaufen. Oh ja, das sieht doch sehr schön aus. Was brauchen wir denn jetzt noch? Nochmal 4 Stapel Holz. Haben die? Ja, da wird gerade schon Holz wieder entsprechend geliefert. Uns fehlten ja Arbeiter, ne? Gehen wir mal auf ein hohes Lohnniveau. So, und ich denke mal, jetzt wird final hier unser Monument fertig gebaut. Wunderbar, der große Tempel ist fertiggestellt und im Text sieht man schon, Nuvar, die Göttin der Schöpfung, ist sehr erfreut. Ja, der große Tempel ist halt ein Monument für Nuvar und wenn wir jetzt hier bei Religion uns das mal anschauen, sehen wir, dass Nuvar begeistert ist. Auf jeden Fall wird sie jetzt unsere Stadt beehren. Hier steht es schon, ihre Stadt ist nun der Anwesenheit eines Ahnen würdig. Sehr schön. Dann bauen wir doch hier rum noch einen Weg. Mit natürlich einer Verschönerung. So, ja. Nein, das ist nicht gut. Drache ist gut. Sehr schön. Wir können diese Gebäude hier alle abreißen. Jetzt können wir uns mit dem Thema Militär beschäftigen. Das läuft ja jetzt hier alles ganz gut. Wir verdienen auch jetzt mal endlich gut. Arbeitsmarkt sieht auch sehr gut aus. Da können wir wieder auf ein normales Lohnniveau gehen. Ja, und wir schauen uns mal an, wie wir jetzt hier militärisch unsere Stadt aufrüsten können. Aber nicht jetzt. Das sparen wir uns für den 4. Teil des Tutoriums für den 1. Kaiser auf. Ich hoffe, ihr seid weiterhin mit dabei und sage Tschüss, euer Dominus.